Für eines meiner Projekte hat mir ein Kollege seine alte Grafikkarte überlassen. Eine GTX 470 von 2010. Doch jede Grafikkarte, die regelmäßig an ihre Grenzen gebracht wird, bedarf irgendwann einmal der Pflege. Im Prinzip ist das Vorgehen bei der Pflege bei jeder Karte gleich. Wie man das macht und dabei die Leistungsfähigkeit der eigenen GPU erhält und sogar die Lebenserwartung steigert, zeige ich in diesem Video. Für die Arbeit braucht man etwas Handwerkszeug. Einen, wenn möglich, antistatischen Pinsel, Isopropanol, je mehr Prozente desto besser, vernünftige Wärmeleitpaste und natürlich die passenden Schraubendreher. Viele Grafikkarten, insbesondere High-End-Karten, haben ein Kunststoffgehäuse. Dieses muss erst einmal entfernt werden. Bei manchen Karten sind die Teile nur zusammengeklippt, bei anderen eventuell verschraubt. Wenn du dir nicht sicher bist, recherchiere, wie man deine GPU öffnet. Andernfalls riskierst du Beschädigungen. Sobald der Deckel fort ist, kann man die einzelnen Bestandteile wie Lüfter und Kühler abschrauben. Die jeweiligen Komponenten werden dann gründlich gereinigt und anschließend wieder zusammengebaut. Wenn alles fertig ist, kann man die gereinigte Grafikkarte wieder einsetzen und sollte ihre Funktion testen. Ist alles gut gegangen, läuft sie nun leiser und bleibt kühler. Je nachdem wie verdreckt die Karte war, merkt man durch die Reinigung sogar einen Performance-Gewinn. Zum Abschluss. An meine RTX 3070 würde ich jetzt noch nicht rangehen. Das ist auch nicht nötig. Wenn eure Grafikkarte aber schon einige Jahre alt ist und regelmäßig voll ausgelastet wird durch Video-Rendering oder Gaming, dann prüft, ob die Temperaturen in Ordnung sind. 60 bis 90 Grad sind je nach Modell nicht unüblich, aber mehr ist bei den meisten Grafikkarten gefährlich hoch. Hier lohnt es sich, die Pflegeprozedur durchzuführen. Viel Erfolg, danke fürs Reinschauen und Liken, ciao und bis zum nächsten Mal.